Mit der Soft-Version ermöglicht Dr. Neubauer den leichten Einstieg in seine beliebte Kurznoppenserie Killer. Der Killer Soft soll also insbesondere für Noppeneinsteiger oder Umsteiger gedacht und somit an weniger erfahrene Spieler gerichtet sein. Seine konischen Noppen sind sehr elastisch und stehen dicht beieinander. Die Noppenköpfe sind geriffelt und leicht griffig. Als Unterlage dient ein giftgrüner, feinporiger, weicher Schwamm. Ungeschnitten bringt der Belag somit etwa 44 Gramm auf die Waage. Preislich ordnet er sich regulär bei knapp 40 € ein. Im Dots-Test zeigt der Killer Soft ein durchaus gehobenes Tempo und eine recht niedrige Spin-Empfindlichkeit. Bereits bei den ersten Schlägen mit dem Belag wird klar, dass das Spielgefühl trotz seiner kurzen Noppen doch eher an das einer Langnoppe erinnert. Das Blatt muss beim Schlagen weit geöffnet sein. Zudem sollten die Bälle früh genommen werden. Dann tauchen diese beim Gegner stark ab. Außerdem ist dabei bereits ein deutlicher Störeffekt zu spüren. Dennoch gestaltet sich die Kontrolle darüber nicht ganz so leicht, denn wenn der Winkel nicht stimmt, landen die Bälle oft hinterm Tisch oder im Netz. Eine echte Gratwanderung also. Generell kommt beim Killer Soft kein wirklicher Spielfluss zustande. Die trudelnden Bälle sorgen schnell dafür, dass der Gegner einen Fehler macht. Der Belag ist ganz klar dafür gemacht, den Spielfluss zu stören. Übrigens lässt sich der Killer Soft auch recht solide auf der Vorhandseite einsetzen. Generell gilt aber, dass er aufgrund von Kontrolle und Störeffekt tischnah gespielt werden sollte. Jedenfalls sind die konterartigen Treibschläge über die Vorhandseite recht effektiv. Zu den stärksten und gefährlichsten Schlägen des Killer Soft zählt unserer Meinung nach der lockere, leicht gepresste Lift. Dabei bekommen die Bälle eine unangenehme Länge und eben eine gewisse Portion Störeffekt. Wenn diese Schläge geschickt mit Tempowechseln kombiniert werden, führt dies beim Gegenüber schnell zu Fehlern oder unvorteilhaften Ablagen, die es gilt zu verwandeln. Allerdings ist der Schuss nicht ganz so einfach. Hier gibt es, nicht zuletzt aufgrund der Weichheit des Belages, eine recht große Streuung. Zudem schlägt der Ball bei härteren Schlägen spürbar aufs Holz durch. Im Vergleich zu seinem harten Bruder, dem Killer Pro, über den wir übrigens bereits ein Review gemacht haben, eignet sich der Soft eher für etwas weniger aktive Schläge und spielt sich deshalb unserer Meinung nach nicht ganz so variabel und vielseitig.
Der Killer Soft ist keine gewöhnliche Kurznoppe und spielt sich demzufolge auch relativ anspruchsvoll. Wenn ihr also eher ein leichtes Langnoppen-Feeling haben wollt und auf ein tischnahes Block- und Konter-Störspiel setzt, um den Spielfluss zu unterbrechen, dann könntet ihr diesen Belag durchaus auf eure Liste schreiben. Wenn ihr allerdings schon beim Killer Pro seid, dann ist der Soft eher ein kleiner Rückschritt.